Seid gegrüßt und herzlich willkommen im Reich der Dunkelwaldfeen. Wir sind in Frühlingsstimmung und bereiten alles für das Osterfest vor. Dazu gehört für uns glänzendes Kerzenlicht, allerlei schöne bunte Hühnereier, ein großer Osterhase und natürlich darf zu Ostern die Hühnerfamilie nebst ihren wunderbaren Eiern nicht fehlen. Gemeinsam schmücken wir unsere liebe Frau Birke, die in unserem Vorgarten wächst, und begrüßen mit einem lustigen Ostertanz den Frühling. Wenn ihr möchtet, könnt ihr für unseren Film gern die Untertitel für ein besseres Verständnis aktivieren. Dies ist in verschiedenen Sprachen wie Deutsch, Französisch, Spanisch und Englisch möglich. Und nun lehnt euch entspannt zurück und lasst den Frühling in euer Herz. Öffnet es weit für unsere feenhaften Melodien und die erfrischenden Naturbilder. Ach, endlich! Der Frühling hat sich erbarmt und ist nun auch zu uns ins Erzgebirge in den Dunkelwald gekommen. Wir dürfen mit Wasserperlen besetzte Krokusse bewundern und unsere Ohren genießen das fröhliche Vogelgezwitscher und den beruhigenden Klang von Tauwasser, welches auf den Boden tropft. Dieser Frühlingszauber lässt uns verzückt innehalten. Beim Anblick unserer Hühnerfamilie werden wir aus der Frühlingsträumerei geweckt. Die Hühnchen sind allesamt gerade frech am Ausbüchsen. Sie wollen vom ersten Grün im Nachbargehege kosten. Der Hahn traut sich nicht so recht, ob er den Sprung vom Zaun wagen wird. Geschafft! Wir verzeihen ihnen den kleinen Fluchtversuch, weil sie unser Herz täglich mit hübschen bunten Eiern erfreuen. Dank unserer lieben Hühnchen können wir aus dem Vollen schöpfen und die von Natur aus zart gefärbten Eier in hellgrün, beige und schokoladenbraun für natürlich wirkende Osterdekorationen verwenden. Beim Rundgang durch den Garten begrüßen wir mit Freuden kleine Blumenkinder wie die Nigella. So wird sie aussehen, wenn sie im Sommer zu voller Größe und Schönheit herangewachsen sein wird. Gleich daneben entdecken wir die jungen Blättchen vom zauberhaften Seidenmohn, der im Sommer mit opulenten Blüten auftrumpfen wird. Da er fast täglich neue Blüten entfaltet, darf die kleine Dunkelwaldfee getrost ein Sträußchen pflücken. Ganz klein und zierlich versteckt sich das Blausternkind im Gras. Nicht mehr lang und die Frühlingssonne lässt es aufblühen. Zusammen mit blassgelben Wildkrokussen, die im Wind zittern und ihren intensiven Honigduft verströmen, um allerlei Insekten und Bienen anzulocken.
Neben diesen wunderbaren Krokussen freuen wir uns ganz besonders, die nach Veilchen duftende Zwergiris im Feengarten begrüßen zu dürfen. Besuchen wir nun gemeinsam die Hühner der kleinen Dunkelwaldfee. Seit kurzem ist sie stolze Besitzerin dieser hübschen Hühner der Rasse Bielefelder Kennhuhn. Daniel, hast du ein Ei gelegt? Nein, bist du fertig? Der stolze Hahn ist besorgt um seine lieben Hühnerdamen und hat ein wachsames Auge auf die kleine Dunkelwaldfee, die sich über die Ausbeute an feinen Eiern freut. Behutsam nimmt sie die formschönen Gebilde in ihre Händchen und freut sich recht von Herzen. Derweil führt der Hahn seine Hühner ins Auslaufgehege, wo sie nach Herzenslust scharren und picken können. Nun ist es Zeit für frisches Wasser und leckere Körner. Und wir verabschieden uns vom lieben Federvieh. Denn jetzt haben wir uns hübsch herausgeputzt und die Feenkinder tragen einen Korb mit bunten Bändern und Eiern, um im Vorgarten unsere liebe Frau Birke für das Osterfest zu schmücken. Mit dabei unser treuer Kater Wulf Isebrand. Jetzt fängt das schöne Frühjahr an und alles fängt zu blühen an der grünen Heide und überall. Ich weiß, du Osterhai. Es blühen Blühen auf dem Feld, sie blühen weiß, blau, rot und gelb auf grüner Heide und überall. Ein Osterei kommt jetzt hier an diesen kleinen Ast. Oh nein! Bei mir war es mein Brot. Das Das will ich. Katze. Das Blütenfeuerwerk des Frühlings steht noch bevor. Deswegen bringt nun unsere Birke und wir selbst etwas mehr Farbe ins Spiel und wir springen vergnügt um unseren festlich geschmückten Baum bei einem kleinen Ostertanz. Frühlingszeit, Frühlingszeit, macht uns das Herz so weit. Frühlingszeit, Frühlingszeit, bringst uns viel Freud. Munter raus, das Bächlein Silber, Vöglein ist frei so wild, vor dem Singen lustig übers Feld. Schön ist die Welt, Frühlingslust, Frühlingslust, Winter hat Gott gemusst. Frühlingslust,
Frühlingslust öffnet die Brust. Alle Menschen sind von Herzen so, oh, blieb es immer so. Alle Menschen werden stark und frei, das ist der Mai. Frühlingslust, Frühlingslust, Winter hat fortgewusst. Frühlingslust, Frühlingslust, öffnet die Brust. La la la, 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 la. Nachdem wir Osterstimmung in unseren Vorgarten gebracht haben, wollen wir nun auch beginnen, unser Heim zu schmücken. Auch hier sollen die Farben Grün für das erwachende Leben, Lila und Rosa und diesmal auch Gelb, welches uns jetzt schon das Licht der Sonne ins Haus bringt, die Hauptrolle spielen. Das Feenkind bringt den großen Hasen, den wir aus seinem Winterschlaf geweckt haben. Der Hase ist neben dem Ei ein Fruchtbarkeitssymbol und beides wurde schon von unseren Vorfahren geehrt. Endlich begann mit dem Osterfest wieder eine Zeit des Wachstums. Die Tiere waren fruchtbar und trächtig und bald wurden herzallerliebste Tierkinder geboren, wie flauschige Küken, die bei uns von einer braven Bielefelder Kennhuhnhenne ausgebrütet wurden, oder zuckersüße, neugierige Ziegenkinder, wie unser Hörnerhansi. Seine Geschichte erzählten wir in einem früheren Video. Da der Hase besondere Freude am Liebesspiel hat und sich gern vermehrt, ist seine Verbindung zum Osterfest und zur Frühlingsgöttin Ostara sehr stark. Es fanden sich wohl Darstellungen der jungfräulichen Göttin mit langen Hasenohren. Auch das Ei ist ein uraltes Symbol für Fruchtbarkeit und Wiedergeburt. Forsythienzweige gehören bei uns traditionell zum Osterfest, denn sie zeigen deutlich, dass nun der Frühling Einzug gehalten hat. Die dicken Knospen sind voller Leben. Bald werden sie aufspringen und ihre gelben Blütensterne erstrahlen lassen. Auch die wohlgeformte Tulpe soll einen Platz in unserer Vase finden. Ihre geschlossene Blüte erinnert doch sehr an ein lila Osterei. Sie gehört zu den späten Frühlingsboten, doch schon jetzt können wir ihre Triebe im Garten entdecken, die von der baldigen Blütenpracht künden. Zu guter Letzt bringt die kleine Fee ein Sträußchen mit der wunderbaren klassischen Osterglocke. Ihre schöne gelbe Farbe ist dem Element Luft zugeordnet und bringt Kreativität, Kraft und Zielstrebigkeit ins Leben. Würde man sie verräuchern, stärkte sie unsere Sinne für Kommendes und aktivierte die Selbstliebe. Eine wirklich magische Frühlingsblume. In einer antiken Holzschale haben wir allerlei bunte Ostereier platziert. Die kunstfertig mit einer Kratztechnik verzierten Eier entstammen einem alten Dachboden und wurden einst von geschickten Händen mit diesem anmutigen Schmuck versehen. Die restlichen Eier sind ein Geschenk unserer Hühner und wurden teilweise von den Feenkindern bemalt. Auch ein paar hübsche Hühnerfedern kommen hinzu, die das Feenkind sorgfältig drapiert. Lichterglanz und Kerzenschein darf nicht fehlen, um uns in feierliche Osterstimmung zu versetzen. Dann noch ein paar Eier, befestigt an einer Edelsteinschnur, die wir letztes Jahr in einem Ostara-Video gebastelt haben, hier und da an den Strauß gehängt. Fertig ist unsere festliche Osterdekoration. Zufrieden und voller Freude bestaunen wir unser Werk. Zu feierlichen Anlässen, wie auch zum Osterfest, entzündeten unsere Vorfahren Kerzen. Sie stehen in der Frühlingszeit für das wiederkehrende Licht und die Lebenskraft. Wie gerne schauen wir in eine helle Kerzenflamme. Das Feuer hat uns Menschen seit Anbeginn der Zeit fasziniert und verbindet uns noch heute mit dem Göttlichen. Kerzen werden verwendet, um Energie zu verstärken oder freizusetzen. Die Kraft des Feuers, die Transformation, machen wir uns zunutze
um Veränderungen in unser Leben einzuladen und zu beschleunigen. Der Blick in den Spiegel ermöglicht uns den Blick auf uns selbst. Er reflektiert durch seine glänzende Oberfläche seinen Betrachter. Für uns kann er ein Mittel zur Selbsterkenntnis sein, die dazu führen kann, uns Impulse zu geben für eine Weiterentwicklung unserer Persönlichkeit. Bestenfalls vermittelt uns das Spiegelbild ein klares, realistisches Eigenbild, hilft uns, uns selbst anzunehmen, Kontakt mit unseren Gefühlen herzustellen und uns selbst wertzuschätzen. Mit einem selbstbewussten Blick in den Spiegel können wir unseren Ausdruck und unsere Strahlkraft erhöhen. Letztendlich jedoch liegt die Schönheit eines Menschen in seiner Seele, die bereit ist, sich und andere zu lieben und ihnen zu helfen und sie zu erfreuen. Wir wollen zum Osterfest vor allem unsere Kinder beglücken, denen wir das Leben schenken durften und die es nun weitertragen. Wir begeben uns nach draußen, um in der Schönheit der Natur nach allerlei Naschwerk und den traditionellen Ostereiern zu suchen. Schabockskraut, Buschwindröschen und Narzissen blühen zur Osterzeit im Erzgebirge, unserem geliebten Dunkelwald. Unsere Augen dürfen endlich wieder das frische Frühlingsgrün erblicken und nach den grauen Wintertagen hüpft das Herz beim Anblick von weißen und gelben Blümchen. Die ausnehmend schöne Narzisse symbolisiert Tod und Wiedergeburt. Sie schmeichelt der Seele und lässt uns zur Ruhe kommen. Der Sieg des Frühlings ist gewiss, wenn sich ihre Blütenköpfe im Winde wiegen. Feen, Opa und Oma laden uns zum Ostereiersuchen in ihren wildromantischen Garten, wo alle Pflanzen noch ungestört wachsen dürfen. Katze Waschka spielt den Osterhasen. Zur Entstehung des geliebten Osterbrauches gibt es viele Theorien. Das Verstecken von bemalten Ostereiern wurde höchstwahrscheinlich schon von unseren heidnischen Vorfahren praktiziert, um die Frühlingsgöttin Ostara zu ehren. Kuschel, kuschel. Das ist der Mama ihr. Das ist die Mama. Das ist was für mich, Mädel. Ja. Weil die Kirche später diesen Brauch verboten haben soll, beschenkten sich die Menschen heimlich, indem sie die Eier einfach versteckten. Am liebsten in der erwachenden Natur. Ein Osterei. Oh, fein. Und ich habe auch einen Osterhase. Und noch einen Osterhase, einen kleinen. Und ich habe ein kleines Schäfchen. Wir freuen uns mit den braven Feenkinderchen über die Ausbeute und erhaschen gerne einen herzerwärmenden Blick in ihre begeisternden, strahlenden Augen. Im Feengarten von Oma und Opa fühlt sich das zauberhafte, feine Buschwindröschen wohl. Wie sein Name schon vermuten lässt, ist es eng verbunden mit dem milden Frühlingswind und bringt uns Befreiung, Erleichterung und Fröhlichkeit. Stupst der kleine Osterhase, blättert blau und auf die Nase, ganz egal wohin da liegt, hüpft ging ihn etwas schief. Das unter Naturschutz stehende Himmelsschlüssel öffnet geheimnisvolle Räume und Schatzkammern. Hildegard von Bingen sagte ihr sogar nach, dass sie den Himmel selbst aufschließe. Mit einem letzten Blick auf die zauberhafte Naturwiese verabschieden wir uns von diesem friedlichen Feenplatz und wenden uns einer wundervollen Frühlingsbotin zu, der Tulpe. Wer unser Herbstvideo gesehen hat, der weiß, dass wir ein bisschen mit Narzissen und Tulpenzwiebeln gezaubert haben. Nachdem wir den Zwiebeln unsere guten Wünsche zugeflüstert haben, setzten wir sie in mehreren Schichten in frische Blumenerde, in der Hoffnung auf eine üppige Blütenpracht im Frühling. Wir vergruben die Blumentöpfe im Garten, damit die Tulpen den Winter draußen verbringen, denn nur wenn sie Frost abbekommen, werden sie auch Blüten bilden. Jetzt ist der spannende Moment gekommen. Wir heben die Steinplatte ab, die die Tulpen schützte.
Auch der Hasendraht, der Wühlmäuse ferngehalten hat, wird weggenommen. Und? Ja, zu unserer großen Freude zeigen sich schon die ersten kleinen, ausgeblichenen Spitzen. Sie werden allmählich grün, wenn die Sonne sie küsst. Kurze Zeit darauf blühen weiße und gelbe Narzissen sowie dunkelblaue Hyazinthen zwischen den saftig grünen Blättern der Tulpen. Die Erde im Blumentopf bedeckten wir mit Moos und unterpflanzten unsere Zwiebelblumen mit hübschen Hornveilchen in Purpur und Lila. Wenig später sind unsere bepflanzten Kübel regelrecht zu riesigen Tulpensträußen explodiert. Was für ein erhebender Anblick! Wir sind begeistert. Ihr lieben Zuschauer, es war uns wie immer eine große Freude, die Wunder der Natur mit euch zu genießen. Danke, dass ihr uns im Feenreich besucht habt. Wir hoffen, dass wir euch mit diesem liebevoll gestalteten Film und unserer selbsterdachten Musik das Herz erfrischen konnten und freuen uns über einen Daumen hoch. Ein erstes selbstgeschriebenes Lied könnt ihr bereits auf Spotify, Amazon Music und Co. anhören und kaufen. Ihr findet es unter Die Dunkelwaldfee. Es werden im Laufe des Jahres noch weitere Musikstücke hinzukommen. Falls ihr noch mehr Lust auf Frühlingsstimmung und Osterbasteleien habt, schaut euch an, wie wir letztes Jahr zu Ostern gebastelt und gefeiert haben. Kommt gern auf unseren YouTube-Kanal und schmökert in unseren schönen Filmen. Wir nehmen nun Abschied von euch und wünschen von Herzen einen beschwingten Frühling voller Energie und Lebenslust. Liebe und Segen auf all euren Wegen. Die Dunkelwaldfeen sind bald wieder zugegen. Und da hat was gemacht, Mister. Das nimmt die Brust.